Willkommen bei festivalzombie.com. Ich sitze hier heute mit Anka, Basti und Ilva und wir besprechen heute wieder eine von euren Ideen. Heute ist es die Idee von René aus Hamburg. René hat geschrieben: Wacken. Claudia Roth featuring Alice Schwarzer oder irgendein anderer wahnsinniger Bösewicht. Okay. Sind deswegen Frauen hier? Um das auszugleichen, ne? Ja. Ja, genau. Wir haben Frauen, wir dürfen jetzt sexistisch sein. Genau, da geht's. So, Claudia Roth featuring Alice Schwarzer haben gerichtlich durchgesetzt, dass ein Teilbereich des Wacken Campgrounds als Bio-Green Zone eingerichtet werden muss. Diese muss auch notfalls mit Gewalt besiedelt werden. Mit Gewalt. Ja, okay, mit Zwang steht hier. Mit Zwang besiedelt werden. Damit diese sich auch dauerhaft etabliert. Der gebeutelte Metaller ist ja nun dadurch genötigt, die dortigen Ökoprodukte zu verzehren. Beim Flunkyballspielen mit Rhabarber-Ingwer-Bionade in Verbindung mit der dort herrschenden Stille, keine Musik, Generatoren, ja stimmt, auf diesen Green Camping ist keine Generatoren erlaubt und so weiter, wird der gewohnte Metalhead zum Öko-Bio-Zombie. Was ist ein Öko-Bio-Zombie? Hippies. Machen wir erstmal weiter. Der gewohnte Metalhead wird zum Öko-Bio-Zombie. Plötzlich haben die Betroffenen abgerissene Leinenponchos an und lechzen nach Tofu. Hipster. Die Zombies nehmen immer mehr Überhand, die Situation scheint ausweglos. Immer mehr Öko-Zombies ziehen andere Metalheads aus anderen Campgrounds in die Bio-Green Zone, sodass sich immer mehr infizieren. Also Ja, das ist ja klassisch Zombie. Warum infizieren die sich? Einfach durch diesen Lifestyle. Der Lifestyle macht aus den Menschen Zombies. Und das ist ja eigentlich... Stimmt, weil das so eine Trendscheiße ist. Der klassische Metaller ist mit der Szene so überfordert, dass er innerlich stirbt und dann zum Zombie mutiert. Er ist nicht überfordert, ist das falsche Wort, glaube ich. Er stirbt tatsächlich innerlich, dadurch, weil das so... Oh. Also keine Infizierung, sondern in dem Sinne einfach eine psychische Vergewaltigung. Den Leuten gehen die Sachen aus, gegen die sie rebellieren können, also rebellieren sie gegen vernünftiges Essen. Ich lese erstmal weiter, was René geschrieben hat. Lemmy und Ronnie James Dio sehen sich das Ganze vom Metal-Himmel aus an und regen sich tierisch auf und schmieden einen Plan. also Zombie, Zombie, Dio. eigentlich auch. Sind die im Himmel? Oh, sind die im Himmel? Im Metal-Himmel steht hier. Ja, dann ja. Das ist das coole Partyhaus in der langweiligen Straße oben. Das sind die Zeugen Jehovas, das sind die Christen. Dazwischen dann das Metalhaus, da ist nur Party, nur die geilen Weiber. Die ganzen langweiligen Bräute sind dann links und rechts. Wo wir jetzt gerade bei Sexismus sind und so weiter. Sexistische Zombies. Genau. Ja, stimmt. Wenn die schon vorher so sind. Die fressen nur scharfe Bräute. Die ganzen Fetten und Herzen, die lassen sich. Und dann kommt irgendeine scharfe Braut da vorbei. Gibt's nachher im Heldenteam nur fette, hässliche Bräute? Ja, genau, weil das sind die einzigen, die Zombies besiegen können. Weil sie hässlich sind. Weil die nicht angegriffen werden. Auf jeden Fall. René schreibt noch weiter. Genau, regen sich auf und schmieden einen Plan. Das Ende, ein Metal Truck fliegt durch die Bio-Green Zone, beschallt alle mit geiler Metal-Mucke, danach verwandeln sich alle wieder um. Es gab auf einem Festival so einen schönen Truck mit richtig fetten Den Boxen. Teufel-Truck meinst du? Ja, Mann. Das Ding war echt... Ja, Der war aber das war auch ordentlich. so Panne. Das durften sie nicht weiter aufdrehen als 98 dB. Ja, aber So der, eine Endbässe am aber Start. der Ja, fliegt und ja nicht die Regulation. Menschen. Das ist diese Bürokratie-Pisse. da geht mir so auf geht's den ja Sack. nur um die Beschallung. Durch laute Musik die Köpfe platzen lassen. Ja, genau, den roten Ton quasi. Nicht den braunen Ton, sondern den roten Ton. Aber den Ansatz mit ich will sexistische Zombies. Das finde ich gut. Das gab's Ja. nicht. Da kann man, Willst du dann die ganze Gruppe von Zombies zu sexistischen Zombies werden lassen oder nur Nee. gewisse Charaktere rauspicken? Das wäre ein schöner Ich Running glaube Gag. glaub eher, das ist so eine kleine Gruppe, so eine Frat Boys, so eine Bros, so eine Gruppe da auf dem Festival geht, die werden zu Zombies und das werden dann die sexistischen Zombies, Weil sie die nur vorher auf schon- scharfe Bräute Weil sie in raufgehen. ihrem vorherigen Leben ja auch schon so waren. Auf jeden Fall. René, vielen Dank, dass du uns deine Idee zugeschickt hast.
Was haltet ihr davon? Was sind eure Ideen? Was sind eure Meinungen? Schickt sie uns auf festivalzombie.com beziehungsweise unten in die Comments. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Zombie Movie Talk. Bis dann. Ciao.